Kennt ihr dieses richtig schlimme Gefühl der Abhängigkeit? Das Gefühl der Abhängigkeit geht einher mit Machtlosigkeit, Hilflosigkeit, dem Gefühl, etwas oder jemandem ausgeliefert zu sein, sich nicht wehren zu können, kraftlos zu sein, ohnmächtig zu sein. Tatsächlich liegt dieses Gefühl allen Traumata zugrunde, die die Psychologie als Traumata bezeichnet. Es können die großen T sein, sowas wie Kriegserlebnisse, Vergewaltigung, sexueller Missbrauch. Aber auch die kleinen, die Abhängigkeiten der Kindheit zum Beispiel, wenn man emotional vernachlässigt wurde, wenn einem Dinge angetan wurde, gegen die man sich nicht wehren konnte. Das alles verursacht am Ende oder kann am Ende ein Trauma verursachen. Weil alle diese Erlebnisse, egal was im Detail passiert ist, haben eins gemeinsam, nämlich dieses Gefühl des Ausgeliefertseins, des Abhängigseins, der Macht und Hilflosigkeit. Ich gehe momentan durch eine Zeit und ich arbeite mich immer noch durch viele Traumata aus meiner Kindheit, aber auch aus der Retraumatisierung durch die Psychotherapie. Die Psychotherapie nicht verallgemeint das ganz bewusst. Ich sage nicht einzelne Therapeuten oder einzelne Psychiater, sondern generell die Psychotherapie, weil es waren viele, die ich aufgesucht habe. Ich war vollstationär in Kliniken, ich war teilstationär, ich war ambulant und alle haben dasselbe gemacht, nämlich dieses Gefälle von Autorität und Untergebenem. Das verursacht erst das Traumata, nämlich es gibt eine Autorität, die sagt, so muss das sein und ich habe die Macht über dich und man selbst fühlt sich als das Opfer, als das wehrlose Opfer, was tun muss, was die Autorität sagt, weil ich sonst nicht überleben kann. Mein physisches und psychisches Überleben ist abhängig von dieser Autorität. Und mir ging das so mit der Psychotherapie. Etliche Psychotherapien und Therapeuten haben immer dasselbe gemacht, nämlich sie haben diese Spaltung, die vorhanden ist, diese Hierarchie. Sie waren die Autorität und ich war das Opfer, das zu ihm kam und geholfen werden wollte. Ich habe Hilfe gesucht. Und diese Autorität wurde genutzt, das durchzusetzen, was sie für ihre Wahrheit geglaubt haben oder immer noch glauben, dass es die Wahrheit ist. Nämlich zum Beispiel bei Angst muss man sich konfrontieren. Punkt. Es gibt keinen anderen Weg. Ich bin der Wissende. Ich habe die Erfahrung und das Studium. Ich weiß, was richtig für sie ist. Und ich habe das getan, weil ich geglaubt habe, ich müsste das tun. Ich habe mich darauf eingelassen, habe vertraut und habe gesagt, okay, ihr seid die Wissenden. Und deswegen, egal wie schlimm das gerade für mich ist, ich gehe da durch. Und was passiert ist, war aber dann stattdessen, haben sie mich ganz schwer retraumatisiert. Und zwar so schwer, dass meine gesamte Psyche sich in alle Winde verteilt hat und nichts mehr von mir übrig blieb. Gar nichts mehr. Ich habe seit Jahren keinen Therapeuten und er hat es auch nicht gesehen, weil sie alle dasselbe machen, nämlich ihre Autorität dafür nutzen, ihre eigene Wahrheit auf ein Individuum anzuwenden, was sich nicht wehren kann. Ich hatte Angst, ich war depressiv, was auch immer, viele Dinge. Und sie haben gesagt, so muss das sein und so müssen sie das machen. Und wenn sie das nicht so machen, wie wir das wollen, sind sie selbst dran schuld. Am Ende haben sie mich nach 6 Wochen schlimmster Therapie entlassen mit der Aussage, sie haben sich zu viel erwartet von der Therapie. Und danach ging es wirklich erst bergab. Danach wollte ich nicht mehr leben, ich konnte nicht mehr weiterleben. Ein Psychiatrieaufenthalt hat den nächsten gejagt, weil ich den Autoritäten geglaubt habe. Das heißt nicht, alle Autoritäten machen es falsch, alle Therapeuten machen es falsch, alle Ärzte machen es falsch. Natürlich sind das einzelne Geschichten. Worum es aber ja in diesem Video geht, ist das Gefühl der Abhängigkeit. Was nämlich passiert? Ich habe mich abhängig gefühlt von den Therapeuten und den Ärzten. Ich war abhängig, dass sie gesagt haben, ja, entweder verbleiben sie in diesem echt assigen Zustand, ihnen geht es echt schlecht, sie sind krank, sie haben Angststörungen, Depression, was auch immer, sie können eigentlich nicht mehr leben. Oder sie tun das, was wir ihnen sagen, dann wird alles super. Aber stattdessen wurde es nicht super, sondern es wurde viel schlimmer. Und dieses Gefühl der Abhängigkeit führt zu Wut. Und wenn wir uns jetzt in der Welt umschauen, kennt ihr diese Wut auf die Politik, zu sagen, die machen nur Scheiße da oben, ja, und an mir lassen sie es aus, an mir, an der kleinen Frau und dem kleinen Mann, und wir müssen es ertragen. Was steckt hinter dieser Wut zur Politik?
Dahinter steckt Abhängigkeit. Das Gefühl, abhängig zu sein von dem, was die Obrigkeit, eine Autorität über mich entscheidet und ich kann nichts dagegen tun. Ich fühle mich macht- und hilflos dem ausgeliefert. Und das führt immer zu Wut. Das kann auch die Wut auf den Chef sein. Auch da ist man ausgeliefert. Man muss in dieser Welt arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Das heißt, man kann nichts gegen die Autorität sagen, man kann sich gegen die Autorität nicht wehren, weil in dem Moment, in dem man sich wehrt, hat man Pech gehabt, dann hat man keine Anstellung mehr. Dann kann man gucken, wo man bleibt. Also muss man diese Abhängigkeit zurückstellen, dieses Gefühl der Abhängigkeit und diesen Kampf, den man eigentlich führen möchte, man mit wütend möchte kämpfen und sagen, ey, alte ja, es ist nicht an dir, über mich zu entscheiden. Das führt zu Wut. Und das führt zu so einer Wut, das kann zu Hass führen. Und dieser Hass wird genährt durch dieses Gefühl der Abhängigkeit. Dieses Gefühl von, ich will nicht in eurer Box bleiben, ich will hier raus, lasst mich in Ruhe, ich will selbst entscheiden, ich will Selbstwirksamkeit empfinden. Ich möchte Autonomie. In meiner Geschichte mit dem Therapeuten war es so, dass ich gesagt habe, gut, euch alle, ich habe meine Medikamente nach und nach abgesetzt und bin dann auch nicht mehr zur Therapie, in keine Kliniken mehr und habe mein Leben wieder selbst in die Hand genommen und danach wurde mein Leben kein Ponyhof. Es war nicht so, yeah, jetzt ist alles super. Aber es hat mir ein Gefühl von Selbstwirksamkeit gegeben, von ich nehme mein Leben wieder selbst in die Hand. Ich bin nicht mehr abhängig. Ich lasse nicht mehr über mich und mein Leben bestimmen, so wie ihr das wollt. Wohin jetzt die Schwierigkeiten in der Politik zum Beispiel? Einen Job kann man wenigstens wechseln, kann man sagen, gut, ich suche mir was anderes. Gegen die Politik haben wir jetzt nicht so viele Einflussmöglichkeiten. Das heißt, wir haben jetzt die Wahl, wir können uns weiterhin darüber ärgern, dass wir abhängig sind, abhängig von diesen Entscheidungen, die andere über uns und unser Leben treffen. Oder wir werden uns bewusst darüber, dass das Gefühl der Abhängigkeit, dass diese Wut von dem Gefühl der Abhängigkeit herrührt. Und dass es, sobald es ein Gefühl ist, etwas, was in mir ist. Und somit kann ich es beeinflussen. Die Politik kann ich nicht beeinflussen, das stimmt. Aber ich kann mein Gefühl beeinflussen. Weil hinter dieser Wut, unter dieser Wut, steckt das Gefühl der Abhängigkeit, des Ausgeliefertseins, der Machtlosigkeit. Jemand bestimmt über mich. Und dann spürt man in euch hinein. Ist da dieses Abhängigkeitsgefühl? Und wenn ihr das spürt, daran könnt ihr etwas ändern. Daran könnt ihr bewusst etwas beeinflussen in dem Moment. Ihr müsst eure Autonomie wiederholen. Ihr müsst eure Selbstwirksamkeit wieder erkennen. Und da ist die Frage, wo in eurem Leben habt ihr so viel Autonomie, dass ihr über euch selbst bestimmen könnt, um wieder Energie in euren Körper zu bringen, um diese Wut abzuziehen, diese Wutenergie gegen ihr richtet diese Wutenergie gegen eine Instanz, gegen die ihr nichts machen könnt. Ihr bleibt für immer machtlos. Und mal ehrlich, selbst wenn es selbst in die Politik geht, werdet ihr mit den Löwen brüllen müssen. Also spürt in euch hinein, wo in meinem Leben habe ich Autonomie? Was kann ich in diesem Rahmen, der mir gegeben wird, durch Politik, durch unser Finanzsystem, wie es nun mal ist, wir haben Stress mit Ämtern, mit dem Finanzamt, wem auch immer. Was können wir tun in diesem gesteckten Rahmen, was uns das Gefühl der Autonomie wiedergibt? Ein Gefühl von, ich kann nicht die Politik beeinflussen, aber ich kann andere Dinge in meinem Leben beeinflussen. Wie viel Abhängigkeit muss ich empfinden gegenüber einer Autorität, gegen die ich mich nicht wehren kann, weil ich tatsächlich physisch abhängig von dieser Autorität bin? Und nur ihr selbst in eurem Leben könnt das entscheiden. Was bedeutet das für euch? Wo empfindet ihr Autonomie? Wie könnt ihr wieder mehr Selbstwirksamkeit in euer Leben bringen? Wie könnt ihr selbstbestimmter werden? Wie könnt ihr zum Experten und zur Expertin von euch selbst werden? Unabhängig von dem, was andere Experten glauben, über euch zu wissen. Sie wissen nichts über euch, sie können nichts über euch wissen. Ihr seid ein Individuum. Das ist nicht möglich. Also beobachtet mal, nächstes Mal, wenn ihr euch irgendwie aufregt über eine Autorität, die über euer Leben bestimmt, und halt auch, es können auch Partner oder Partnerinnen sein, von denen ihr abhängig seid. Die extremste Form der Abhängigkeit ist die Sucht.
Und das Schlimme an der Sucht ist, da könnt ihr noch weniger etwas dran ändern, in Anführungsstrichen, weil es nichts im Außen ist, gegen das ihr eure Wut projizieren könnt. Die Wut muss immer gegen euch gerichtet sein, weil die Sucht in euch drin steckt. Und auch da ist wieder die Frage, wo liegt meine Autonomie begründet in dem Moment? Wo finde ich in mir das Gefühl der Autonomie? Um so etwas gegen dieses Gefühl der Abhängigkeit zu tun, damit es erst gar nicht zu irgendeiner Form von Trauma kommen kann.